Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video geht es um die Nähanleitung zu dieser Beuteltasche. Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten und wie du hier schon von oben sehen kannst, wird sie mit einem Tunnelzug geschlossen. Die Variante 1 ist aus einem Außenstoff genäht und die Variante 2 ist in 3 Streifen unterteilt. Da kann man schön mit den Farben spielen oder man kann sie natürlich auch gut aus alten Jeanshosen nähen. Der Beutel ist 30 cm breit und 33 cm hoch und der Boden hat einen Durchmesser von 20 cm. Der Gurt ist mit einer Leiterschnalle und Karabinern. So wird er mit den Karabinern halt an kleinen D-Ringen befestigt und die Tasche wird mit einem Tunnelzug geschlossen. Und jetzt zeige ich mal das Innenleben. Da ist einmal auf der einen Seite eine Reißverschlusstasche und auf der anderen Seite wird auf ganzer Breite ein Stoff aufgenäht, den man dann nach Belieben unterteilen kann. Ich habe hier ein großes Fach und mehrere kleine. Meine Tochter hat sich nämlich eine Projekttasche für ihr Strickzeug gewünscht, einen kleinen Beutel. Und dafür habe ich mir dieses Schnittmuster überlegt. Das kann man genau nach seinen Wünschen hier anpassen, die Täschchen. Für Nadeln nur so ein paar Zentimeter breit abnähen oder halt auch größere Taschen lassen oder halt auch nur einfach eine Naht in der Mitte machen und das für das Handy nutzen und den Beutel einfach als Handtasche, finde ich, ist auch eine schöne Größe. Das Schnittmuster heißt übrigens Harriet und das biete ich jetzt neu in meinem Shop an. Ich hoffe, es gefällt dir und wünsche viel Spaß beim Video. Dies sind alle Teile, die man für die Tasche benötigt. Hier unten die Stoffe, die werden nach Maß zugeschnitten. Das steht hier in diesem Kästchen. In dem anderen Kästchen stehen halt die ganzen Sachen wie Ringe und sowas, die Maße. Und hier bei dem Boden, da schneide ich als erstes mal die Markierung für die Viertel ein. So ein paar Millimeter knipse ich in den Stoff. Den habe ich direkt doppelt zugeschnitten, weil ich dafür innen und außen den gleichen Stoff benutze. Wenn du die Variante 1 nähst, dann musst du dieses Schnittteil hier einfach 4-mal zuschneiden. So habe ich es jetzt 2-mal zugeschnitten, weil das bei mir nur das Futter ist. Für außen habe ich hier die Streifen zugeschnitten, jeweils 2 Stück von einer Farbe. Als erstes werden die Streifen rechts auf rechts aufeinander geklammert. Dieser Schritt fällt natürlich weg, wenn man Variante 1 näht. Wenn die aneinander geklammert sind, wird das mit 1 cm Nahtzugabe aneinander genäht. Anschließend wird die Nahtzugabe nach unten gebügelt. Das Braun ist ja bei mir am Boden und so bügele ich die Nahtzugaben nach unten und bügele es auch von rechts nochmal und schaue, dass das auch richtig schön weit auseinander liegt. Und dann wird die Nahtzugabe knappkantig auf dem Stoff festgesteppt. Jetzt brauchst du die kurzen, schmalen Gurtstücke und die D-Ringe und die werden 3 cm vom oberen Rand rechts und links auf dem Stoff festgesteckt. Wenn du die Variante 1 nähst, dann ist das der erste Nähschritt. Die Enden vom Gurtband stehen etwas über den Rand hinaus. Dann werden die Gurte schon mal mit 0,5 cm Nahtzugabe auf dem Taschenteil festgenäht. An dieser Stelle nähe ich auch noch kurz ein Label fest. Und dann geht's weiter. Die beiden Taschenteile werden nun rechts auf rechts aufeinander gelegt und an den Seiten rechts und längs zusammengeklammert. Anschließend werden die Teile hier rechts und links aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm und Anfang und Ende der Naht verriegeln. Und nun werden die Nahtzugaben auseinander gebügelt.
Jetzt von am Boden die Seitennähte aufeinander legen, um die Viertel zu markieren und dort ein paar Millimeter in den Stoff schneiden. Und jetzt kann der eine Boden rechts auf rechts an die Tasche gesteckt werden. Dafür stecke ich erstmal die Markierung aneinander. Also einmal die Knipse vom Boden an die Seitennaht und hier die Schnitte aufeinander. Und wenn ich die 4 Klammern gesetzt habe, dann setze ich zwischen diese Klammern auch noch jeweils eine Klammer. So ist der Boden schon mal gut fixiert und kann dann anschließend zusammengenäht werden mit der Tasche. Da beginne ich hier an einem Stück zwischen den Klammern und nicht an der Naht und lege das unter die Nähmaschine. Die Nahtzugabe ist 1 cm und dann arbeite ich mich Stück für Stück vor, bis ich am Anfang der Naht angelangt bin, und dann nähe ich ein paar Stiche darüber und verriegel die Naht. Jetzt kannst du die Nahtzugabe etwas zurückschneiden, so auf ca. 0,5 cm. Die Außentasche ist so schon mal fertig vorbereitet und nun geht es an das Futter. Eins von den Futterstoffen nehmen und den Reißverschluss und das Stück Stoff für die Reißverschlusstasche und an den beiden Stoffen einmal die Mitte markieren, indem man so ein bisschen über den Stoffbruch streicht und dann 5 cm vom oberen Rand den Stoff von der Reißverschlusstasche rechts auf die Mitte legen und mit ein paar Nadeln dort fixieren. Dann gehst du 2 cm auf den Stoff von der Reißverschlusstasche und zeichnest dort in der Mitte eine 20 cm lange Linie ein. Dann 1 cm weiter noch auf den Stoff und nochmal 20 cm und die beiden Linien dann verbinden. Und dann wird einmal auf dem Rechteck genäht. Hierfür fange ich an einer der langen Linien an, nähe bis zur ersten Ecke, lasse die Nadel im Stoff stecken, drehen und so weiter, bis man dann wieder am Anfang der Naht angelangt ist, dort drüber nähen und verriegeln. Dann kann man schon mal die Nadeln entfernen und entweder man schneidet jetzt direkt in der Mitte auf oder man zeichnet sich eine Hilfslinie bei einem halben Zentimeter und so diagonalen Linien in die Ecken, dann das Rechteck aufschneiden bis zu den Linien und dann genau bis in die Ecke schneiden, bis ganz kurz vor die Naht. Dann schon mal die Kanten bügeln und anschließend den Stoff durch das Rechteck schieben und auf die andere Seite ziehen, alles in Form ziehen und mit dem Bügeleisen dann die Kanten bügeln, sodass man ein gutes Rechteck erhält. Jetzt kommt der Reißverschluss und zwar genau hinter das Rechteck und also ich stecke den immer nur an 2 Stellen fest und ziehe mir den dann unter der Nähmaschine quasi immer so zurecht. Man kann natürlich auch so eine Klebefolie nehmen, habe ich auch schon mal gemacht, aber meistens finde ich es dann doch praktischer, mal eben 2 Nadeln zu stecken und den dann einfach so mittig hinter das Rechteck zu nähen. Da beginne ich wieder an einer der langen Seiten. Den Reißverschlussfuß habe ich hier eingesetzt und jetzt nähe ich knapp an der Kante bis zur Ecke, Nadel im Stoff stecken lassen
Genauso wie eben, nur jetzt mit dem Reißverschluss dahinter. Bis zum Anfang der Naht nähen und darüber hinaus und dann die Naht verriegeln. Der Reißverschluss, den ich hier einnähe, ist übrigens von einem Kissenbezug. Ich nähe ja gerne die Wendetaschen aus alten Kissenbezügen und da werden die Reißverschlüsse abgeschnitten. Die hebe ich natürlich immer auf und dann kann ich die für solche Taschen einfach wiederverwenden. Falls du das Video noch nicht kennst, eine Wendetasche aus 2 Kissenbezügen nähen, dann verlinke ich das mal hier oben rechts, da kannst du einfach mal draufklicken. Jetzt kannst du das Überstehende vom Reißverschluss abschneiden und anschließend die Kanten vom Stoff rechts auf rechts aufeinander stecken. Und dann wird das an diesen 3 Seiten zusammengenäht. Für diese Naht habe ich den Reißverschlussfuß noch drauf gelassen. Einmal bis nach oben nähen, also nicht ganz bis nach oben natürlich, dann den Stoff darunter zur Seite klappen und dann entlang des Reißverschlusses nähen und bis nach unten und natürlich Anfang und Ende der Naht verriegeln. Dann kommt das andere Futterstück und da wird jetzt die Tasche für die Nadeln oder halt einfach die Taschen aufgenäht und dafür wird erstmal hier von dem kürzeren Stück der obere Rand 2 mal 1 cm umgebügelt und dann dort festgenäht. Der Stoff kommt nun mit der linken Seite auf die rechte Seite von dem Futterstoff. Ich klammer den an 3 Seiten fest und dann nähe ich das mit 0,5 cm Nahtzugabe schon mal dort fest. Und dann kann man sich überlegen, wie man halt die Fächer unterteilen möchte. Ein paar Zentimeter, 2-3 Zentimeter Breite für Stricknadeln oder Stifte oder halt auch einfach nur in der Mitte eine Naht machen für 2 große Fächer, so wie ich das schon am Anfang vorgeschlagen hatte. Als nächstes brauchst du die beiden Streifen für die Tunnelzüge. Die 4 kurzen Seiten werden jeweils 2 mal 1 cm umgebügelt, sodass man keine offene Kante dort mehr sieht und dann wird das dort festgenäht. Anschließend legt man die langen Kanten links aufeinander und bügelt einmal über den Stoffbruch und dann nimmt man sich nacheinander die Futterstücke und markiert einmal die Mitte, indem man wieder so über den Stoffbruch streicht und einmal bei dem Streifen die Mitte markieren und dann werden die Kanten aneinander gelegt und die Mitten passen aufeinander. Und dann wird das dort festgenäht, die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Jetzt kommen die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander. An den Seiten werden sie zusammengeklammert und an einer Seite markiert man eine Wendeöffnung von ca. 12 cm. Dann wird oberhalb und unterhalb der Wendeöffnung genäht und die eine Seite komplett. Jetzt geht es beim Nähen genauso weiter wie vorhin bei dem Außenbeutel. Die Nahtzugabe auseinanderbügeln, die Viertel markieren, den Boden an die Markierungen stecken und anschließend mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen und dann die Nahtzugabe etwas zurückschneiden. Dann können die beiden Beutel rechts auf rechts ineinander gesteckt werden. Erst die Seitennähte aufeinander stecken und dann die restlichen Stücke. Die Kante liegt passend aufeinander und das Ganze ringsherum mit einigen Klammern feststecken und dann mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Jetzt das Ganze hier durch die Wendeöffnung auf rechts wenden und dann direkt schon mal die Wendeöffnung zustecken.
Ich nähe das knapp an der Kante mit der Maschine zusammen. Das kann man natürlich auch mit der Hand machen. Und dann einmal hier über diese letzte Naht bügeln und die Futtertasche nach innen stecken und dann die Kante bügeln. Und nun dort nochmal knapp kantig absteppen, einmal ringsherum. Da beginne ich kurz neben der Seitennaht, nicht an der dicksten Stelle, über den Anfang der Naht hinausnähen und verriegeln. Dann die Kordel einmal von rechts und einmal von links durch den Tunnelzug fädeln und verknoten. Und dann jetzt zum Schluss noch das Gurtband nähen und dafür einmal ein Ende des Gurtes so um den mittleren Steg von der Leiterschnalle legen, das offene Ende nach innen klappen und dann auf dem Gurt feststecken. Sollte genug Platz sein, dass es sich noch gut nähen lässt. Bei mir passt das so gerade. Hier nähe ich jetzt ein Rechteck auf dem Gurt. Zum Höhenausgleich schiebe ich etwas unter den Nähfuß auf der Rückseite und dann verriegeln. Und dann ist das schon mal fertig. Jetzt durch einen Karabiner fädeln, dann durch die Leiterschnalle, dann durch den zweiten Karabiner und genauso befestigen wie gerade an der Leiterschnalle. Ja, das war's dann auch schon und dann ist das Täschchen schon fertig. Ich hoffe, mein Schnittmuster Harriet gefällt dir und du hast vielleicht auch Lust bekommen, eine Beuteltasche zu nähen. Ich habe auf jeden Fall noch einige Ideen, die dreigeteilte im Mustermix oder auch vielleicht mal aus Kunstleder auszuprobieren. Und die aus dem einen Stoff halt kann man natürlich auch einfarbig nähen oder mit Stoffen mit großen Motiven. Da habe ich auch einen im Kopf, das möchte ich gerne noch nähen und werde ich bestimmt bald mal auf Instagram zeigen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du einen Daumen hoch da lässt. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für deine Unterstützung. Bis dann!